Ein Horrorszenario. Ein Auto prallt mit 30 Stundenkilometern auf ein Lastenfahrrad. An Bord ein Erwachsenen- und 2 Kinderdummies. Wie sicher sitzen die Insassen? Diesen Unfall testet der ADAC in einer Crashhalle. Das Ergebnis: Lastenräder mit Transportbox kippen infolge des Aufpralls auf die Seite, mit schwerwiegenden Folgen für die Kinder in der Box. Gerade bei Lastenrädern, weil die eine sehr, sehr glatte Oberfläche haben vom Lastenkorb, kann das über die Straße rutschen beim Unfall und unter Umständen sogar im Gegenverkehr landen. Die Kinder in der Box können sich dabei schwer verletzen, denn viele Lastenräder haben eine klappbare Sitzbank, an der die Gurte befestigt sind. Durch die Kräfte beim Aufprall werden diese aus der Verankerung gerissen, mit der Folge, dass die Gurte nicht mehr straff sitzen. Kinder sind damit ungeschützt und fallen nach dem Crash aus der Transportbox. Weiteres Sicherheitsmanko? Beim Lastenrad haben wir das Problem, wir haben teilweise scharfe Ecken, scharfe Kanten gefunden, Schrauben, die abstehen. Das ist wirklich an die Hersteller die Aufforderung, das auch abzustellen, da kontinuierlich an der Sicherheit zu arbeiten. Und das ist wichtig, denn der Fahrradmarkt boomt und damit auch die verschiedenen Transportsysteme. Ob altbekannter Fahrradanhänger, Lastenräder oder sogenannte Nachläufer. Wer sein Kind von A nach B transportiert, sollte unbedingt auch an die Sicherheitsaspekte denken. Besonderer Gefahr sind Kinder auf Tandemsystemen ausgesetzt, wenn sie hinten auf dem eigenen Fahrrad mitgezogen werden. Denn bei einem Crash werden Hüfte und Beine direkt getroffen. Der Kinderdummy prallt mit dem Kopf auf den Asphalt und schlittert ungeschützt weiter. Ohne Helm drohen schwere Kopfverletzungen. Auch Fahrradanhänger haben in puncto Sicherheit eine Schwachstelle. Die Kinder sitzen wirklich sehr, sehr niedrig. Also sie sind wirklich direkt über der Straße angebracht. Das heißt, sie würden von einem Auto direkt die Stoßstange abbekommen. Auch wenn ein Crash mit einem Auto für Fahrradfahrer selten glimpflich ausgeht, haben sogenannte Backpacker-Systeme mit der hohen Sitzposition für Kinder, die zusätzlich in Kindersitzen angeschnallt sind, Vorteile gegenüber den restlichen Systemen. Für alle aber gilt, hochwertige Gurtsysteme sind ein entscheidender Sicherheitsfaktor. Also das ist ein Problem von manchen Rückhaltesystemen, dass die gar nicht den Belastungen standhalten, dass es teilweise einfach nur Nylongurte sind. Und da wirklich auch sollte darauf geachtet werden, dass das ein stabiles System ist, wo das Kind vor allen Dingen ergonomisch drin sitzt und wo sich die Gurte bei einem Aufprall auch nicht lösen können. Von Schnellkäufen rät der ADAC übrigens ab. Wenn so eine Kaufentscheidung ansteht, sollte man sich wirklich Zeit nehmen, bei einem Fachhändler in Ruhe gucken, was gibt es für verschiedene Systeme und was passt vielleicht auch für mich als Verbraucher am besten. Der ADAC-Crashtest zeigt, in puncto Sicherheit haben Fahrradtransportsysteme Nachholbedarf. Das Tragen von einem Helm und sichere Gurte sind lebenswichtig. Und wer mit Kindern unterwegs ist, sollte defensiv und vorausschauend fahren.